Willkommen! Heute zeige ich Ihnen, wie Sie in Senector Stage im fortgeschrittenen Modus Kapitel und Seiten verwenden können, um Objekte zu animieren. Ich habe mal ein Projekt geöffnet in der Umgebung leerer Raum, da die sich ganz gut als Spielwiese hierfür anbietet. Im fortgeschrittenen Modus sehen Sie, dass die Kapitel hier unten in der Zeitleiste etwas anders aussehen. Es sind verschiedene Optionen und Anzeigen hinzugekommen. Was die bedeuten, erkläre ich gleich. Grundsätzlich sind Seiten innerhalb von Kapiteln verschiedene zeitliche Zustände des Kapitels. Ich kann eine neue Seite hinzufügen, indem ich auf das kleine Plus innerhalb des Kapitels drücke. Sie sehen, es sind jetzt also hier zwei Seiten drin. Jede dieser Seiten ist ein anderer Zustand. Wenn ich jetzt ein Objekt aus der Bibliothek hinzufüge, nehmen wir zum Beispiel mal einen Würfel, und ich kann den verschieben, packe den mal ganz hinten in die Ecke und ich wechsle jetzt auf Seite 2, dann ist er dort nicht mehr zu sehen, weil ich ihn hier nicht hinzugefügt habe, er existiert nicht in der Liste. Das kann ich ändern auf zwei Wege. Entweder nehme ich das Objekt, gehe auf Rechtsklick, übertragen, auf Folgeseiten übertragen. Jetzt sehe ich ihn auch auf Kapitel 2. Ich lösche ihn nochmal ganz kurz, um den zweiten Weg zu zeigen. Oder ich nehme das Objekt, Rechtsklick, kopieren, gehe jetzt auf Seite 2 und wähle Rechtsklick, einfügen, verknüpft einfügen. Der Unterschied ist, wenn ich hier nur einfügen wähle, dann habe ich hier zwar auch einen Würfel, aber es ist nicht derselbe Würfel. Denken Sie also quasi, das ist dann Würfel 1, den ich ursprünglich kopiert habe, und hier macht er dann Würfel 1 Kopie draus. Wenn ich ihn allerdings verknüpft einfüge, da er hier noch nicht existiert, kann ich das tun, wird er als dasselbe Objekt hinzugefügt. So, auf Seite 2 verschiebe ich ihn nun. Wenn ich jetzt zwischen den beiden Seiten hin und her wechsle, wird alles, was sich verändert hat, animiert. Das heißt, Sie sehen, der Würfel bewegt sich durch die Gegend. Das Ganze funktioniert für Rotation, für Skalierung, für die Position im Raum und bei anderen Objekten auch für einige andere Eigenschaften, wie zum Beispiel bei Videos die Lautstärke und bei Bildern und anderen 2D-Inhalten die Deckkraft. So ist grundsätzlich alles animiert, was Sie in Senector Stage sehen. Auch unsere animierten Kapitelvorlagen sind grundsätzlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Seiten. Um jetzt zu bestimmen, wie Sie hiermit tatsächlich genau im Detail Um zu bestimmen, wie sich diese Animation nun im Detail verhält, haben Sie die Seiteneigenschaften. Die können Sie entweder über die Toolbar hier oben aufrufen oder direkt über das kleine Zahnrad auf der Seite. Die Optionen, die Sie hier sehen, bestimmen zum einen, ob auf der Seite beim Erreichen in der Wiedergabe die Wiedergabe automatisch weitergehen soll. Wenn das ausgeschaltet ist, sehen Sie auf der Seite hier unten ein Pause-Symbol. Wenn ich das jetzt also im Wiedergabemodus erreiche, pausiert es, man sieht das auch hier unten links nochmal, und wartet auf einen Input durch mich. Das heißt also ein Druck der Pfeiltaste oder ein Druck auf den Presenter. Wenn ich jetzt drücke, geht's weiter. Wenn ich das ausschalte, verschwindet das Symbol und beim Erreichen des Punktes in der Wiedergabe wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt. Ich kann hier noch einstellen, nach wie vielen Sekunden das passieren soll. Wählen wir mal kurz 2 Sekunden als Wartezeit. Wenn ich es jetzt wiedergebe, 1, 2 und dann geht es automatisch weiter. Der Punkt Vorlagenseite gibt an, ob die aktuell ausgewählte Seite im einfachen Modus zu sehen sein soll. Das ist insbesondere dann relevant, wenn Sie selber Vorlagen für Ihre Kollegen erstellen, die dann nur noch im einfachen Modus diese Vorlagen bearbeiten sollen. Ich bin zurück in den einfachen Modus gewechselt und da jetzt beide Seiten als Vorlagenseiten markiert sind, erscheint hier unten eine kleine Anzeige, solange ich dieses Kapitel offen habe, auf dem ich zwischen den verschiedenen Seiten wechseln kann. Das ist dann relevant, wenn Sie zum Beispiel verschiedene Bilder nacheinander durchschalten in einer Art Galerieanimation, die nie alle gleichzeitig zu sehen sind, weshalb sie sich also im einfachen Modus nur schwer ausfüllen ließen. Ich gehe zurück in den fortgeschrittenen Modus und bearbeite weiter. Sie können für jede Seite auswählen, dass sie übersprungen wird.
Das ist halt wirklich einfach nur dafür da, dass Sie zum Beispiel einzelne Animationsschritte, die Sie jetzt dann doch nicht mehr brauchen oder die Sie temporär ausblenden möchten, nicht jedes Mal anschauen müssen. Der letzte Punkt ist der Übergang. Der Übergang bestimmt also, wie der Wechsel zur nächsten Seite stattfindet, beziehungsweise wenn es die letzte Seite eines Kapitels ist, wie der Übergang zum nächsten Kapitel funktioniert. Zum einen können Sie hier hinten auswählen, wie lang dieser Übergang dauert. Um mal ein Extrem zu wählen, ich nehme mal kurz 4 Sekunden, dann sehen Sie hier schon, dass dieser Übergang jetzt bedeutend länger dauert. Ich gehe mal wieder runter auf einen angenehmeren Wert. Außerdem können Sie einstellen, in welcher Art dieser Übergang berechnet wird. Der Standard ist weich Bézier. Das bedeutet, dass sowohl am Anfang als auch am Ende ein gewisses Easing stattfindet. Das heißt, alles, was sich bewegt, ist nicht sofort auf seiner Maximalgeschwindigkeit und wechselt auch nicht am Ende von seiner Maximalgeschwindigkeit auf 0. Stattdessen gibt es eine Beschleunigung und Entschleunigung. Wenn ich das jetzt auf linear stelle, ist das sowohl am Anfang als auch am Ende nicht mehr der Fall. Sie sehen, die Bewegung ist bedeutend härter. Es gibt dann eben auch die Kombination zwischen den beiden, linear zu weich, das heißt also, es geht schnell los und endet dann abgeschwächt, oder es geht langsam los und geht mit linear zu Ende. Nutzen Sie das für verschiedene Effekte, zum Beispiel beim Erscheinen von Objekten ist die Wahl linear zu weich häufig ganz gut. Nutzen Sie das ansonsten, um Animationen aneinander zu reihen. So kann zum Beispiel die erste Animation weich zu linear stattfinden und die zweite Animation geht dann linear zu weich zu Ende. Die letzte Möglichkeit, die Sie hier haben, ist stattdessen auch eine Farbblende einzustellen. Dann wird kein Kameraflug stattfinden und die Objekte werden nicht animiert, stattdessen wird eine Farbblende installiert. Die Farbe dieser Blende ist standardmäßig schwarz, Sie können das allerdings unter Projekt anpassen einstellen. Wenn ich das jetzt wiedergebe, sehen wir hier nach ein paar Sekunden einen Übergang zu schwarz und danach, tada, ist der Würfel plötzlich hier drüben. So, das waren die Animationsgrundlagen zu Senector Stage. Sie können Seiten auch verschieben, Sie können ganze Kapitel verschieben, nutzen Sie das alles, um Ihre Animationen entsprechend vorzubereiten. Und am Ende sieht es dann eben aus wie in unseren Kapitelvorlagen. Um mal ein etwas komplizierteres Beispiel zu zeigen, gehe ich mal ganz kurz in die kubische Welt, füge ein Kapitel hinzu, bei welchem Inhalte aus dem Boden kommen, wechsle in den fortgeschrittenen Modus und Sie sehen, diese Animation ist aus insgesamt 8 verschiedenen Schritten aufgebaut. Am Anfang sind die Würfel noch unten im Boden drin. Als zweites sind sie etwas vertieft. Das ist dieser Effekt, dass sie werden erstmal reingedrückt, bevor sie rauskommen. Sie sehen es hier am Anfang. Als nächstes gibt es diesen Zwischenschritt, wo die Würfel auf halber Höhe sind. Dann gibt es einen, wo sie komplett ausgefahren sind. Und jetzt ist der Text eingeblendet und die Würfel haben sich hier hinten zu einer Fläche vereint. Hier ist jetzt auch die Seite ohne automatisches Weiter. Das heißt also, hier wird dann jetzt gewartet, bis der Präsentierende entsprechend die Taste gedrückt hat. Wenn das geschehen ist, fährt alles wieder nach oben, einmal zu tief in den Boden rein und dann wieder in Nullposition. Und solche Animationen können Sie jetzt also selbst erstellen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und Sie werden sehen, Sie können mit Senector Stage faszinierende Animationsfilme erstellen. Dann viel Erfolg beim Basteln, bis zum nächsten Mal.